In diesem Video bekommst du die komplette 4-4-2-Taktik, Spieleranweisung und Tipps, wie die Formation am besten funktioniert. Die 4-4-2 ist eine super Startformation, weil sie sehr ausgeglichen ist und in FIFA 23 gibt es eine Änderung, die sie noch besser macht. Fangen wir an mit der defensiven Taktik. Und die Verteidigung packen wir hier entweder auf ausgeglichen, das ist die erste Möglichkeit, wenn du es ein bisschen konservativer angehen willst, oder als zweites Druck nach Fehlern, denn Pressing ist aktuell sehr overpowered. In der Breite gehen wir hier auf 55, dann sind sowohl die Viererkette als auch die Mittelfeldspieler sehr gut verteilt, dass wir hier viel dicht machen. Wichtig ist, dass du im Spiel mit diesen ZMs hier vor der Viererkette verteidigst, zum Beispiel in die Passwege gehst. Das gucken wir uns gleich auch noch in den individuellen Spieleranweisungen an. Die Tiefe nehmen wir auf 45. Wenn du oben Druck nach Fehlern eingestellt hast, könntest du auch über die 50 gehen. Wenn du das ganze Spiel spielst, würde ich eher mit der 45 starten. Im Angriff langer Ball für die ersten beiden Drittel des Spielfelds, den Spielaufbau und dann für die Chancenerarbeitung. Da machen wir Läufe in die Spitze. Wir wollen, so wie mit L1 triggern, dass auch das Spiel automatisch Spieler Richtung Strafraum schickt. Wir haben ja 2 Stürmer und die sollen natürlich im 16er sein, um von dort die Tore zu machen. Spieler im Strafraum, das geht diesmal hoch bis auf 7, denn dann haben wir die Situation, wenn der Ball zum Beispiel auf der rechten Seite ist, dass du nicht nur die Stürmer, sondern dass teilweise auch der linke Mittelfeldspieler noch unterstützt durch die Spieleranweisung auch mit in den 16er geht. Ecken und Freistöße packen wir beides jeweils auf 1, damit hier keine blöden Kontersituationen entstehen. Weiter geht's mit den Spieleranweisungen und wir fangen wieder von hinten nach vorne an. Bei den Innenverteidigern bleibt alles gleich, hinten bleiben. Weil Pässe in den Lauf, in der Offensive so überpowered sind, also mit Dreieck, mit Y gespielte Bälle, brauchst du schnelle Innenverteidiger, um insbesondere solche Kontersituationen hier ablaufen zu können. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger sind beide gleich. Auf hinten bleiben bei Angriffen, konservatives Abfangen und übergreifende Laufart. Das heißt, die Außenverteidiger werden weiter außen sein als unsere beiden äußeren Mittelfeldspieler LM und RM, denn die sollen weiter zum Strafraum. Verlierst du auch zu viele Spiele in der Weekend League? Mit den detaillierten Tutorials aus meiner FIFA Academy verbesserst du deine Grundlagen und verpasse nicht deine Chance, jetzt ein besserer FIFA-Spieler zu werden, damit du das ganze Jahr davon profitierst. Bei den beiden ZMs, da unterscheiden wir. Einmal haben wir einen ZM, der eher wie ein ZDM agiert. Optimal sind hier Spieler wie Uribe zum Beispiel, der eine hohe Arbeitsrate nach hinten hat. Und den packen wir auf hinten bleiben für Flanken an den Strafraumrand. Das unterstützt noch auch mal, dass er nicht weiter vorgeht. Wenn wir hier in den Strafraum machen würden, wird er mit in den 16er gehen. Am Strafraumrand bleibt er weiter hinten. Auch konservatives Abfangen hilft uns hier. Dadurch geht er weniger aggressiv in offene Bälle, in Passwege. Und wir wollen unbedingt die Mitte abdecken, denn außen haben wir ja den LM und den RM. Der zweite ZM, der geht nach vorne und hinten. Deswegen sind hier auch Spieler optimal mit hoch Arbeitsraten. Und den packen wir einfach nur auf Mitte abdecken, denn der soll ja hinten arbeiten, aber sich auch mit vorne einschalten. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, beide gleich eingestellt. Und hier packen wir rein defensive Verstärken. Dadurch werden die Spieler, weil sie mit nach hinten arbeiten, sehr schnell müde werden. Ich würde die so in der 60., 65. auswechseln. Und das ist die tolle Änderung in FIFA 23. Wir haben ja 5 Auswechselspieler, also pack dir die Bank mit Super Subs voll. Die besten Spieler dafür werde ich dir gleich nochmal verlinken. Bei den Stürmern fangen wir mit deinem besten Stürmer an. Der Stürmer, der deine Tormaschine sein soll. Den packst du auf zentral orientieren, auf Abwehr überlaufen. Der soll konservativ nur abfangen und vorn bleiben. Ganz wichtig, das ist schnelles Umschaltspiel. Und den anderen Stürmer, den packen wir auf zentral orientiert und das andere bleibt alles Standard ausgeglichen. Die 4-4-2 bringt Tore im Strafraum und auch von außerhalb. Und die besten Spiele als Super Sub oder direkt in der Startformation verlinke ich dir hier in diesem Video. Abonniere auf jeden Fall den Kanal. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao.